eine der häufigsten Entzündungen im Bauchraum. Fehldiagnosen, die zu gefährlichen Komplikationen führen. Zeit ist entscheidend, doch viele warten zu lange. Wie erkennst du eine Blinddarmentzündung rechtzeitig, bevor es zu spät ist? In diesem Video erfährst du alles über Symptome, Diagnose und die lebensrettende Behandlung der Appendizitis. Die Blinddarmentzündung, eine der häufigsten chirurgischen Notfälle. Doch wie kommt es eigentlich dazu? Ist es wirklich nur ein harmloser Schmerz oder kann es lebensgefährlich werden? Die Appendizitis ist eine Entzündung des Wurmfortsatzes, einer kleinen sackförmigen Struktur am Anfang des Dickdarms. Obwohl der Appendix für die Verdauung keine essentielle Rolle spielt, kann eine Entzündung schnell gefährlich werden. Der Blinddarm kann sich entzünden, wenn sein Ausgang verstopft wird, meistens durch Stuhlreste. Ja, richtig gehört, sein Blinddarm kann sich wegen einer Blockade im wahrsten Sinne des Wortes beschweren. Es ist ein bisschen so, als würde ein Stau auf der Autobahn plötzlich explodieren, mit bakteriellem Chaos als Folge. Sobald der Abfluss blockiert ist, vermehren sich Bakterien unkontrolliert. Das Gewebe entzündet sich und die Schwellung nimmt zu. Wenn nicht rechtzeitig behandelt, kann der Blinddarm platzen. Das nennt man eine Perforation, die eine lebensgefährliche Bauchfellenentzündung verursachen kann. Doch wie erkennt man eine Blinddarmentzündung? Es ist nur ein harmloser Bauchschmerz oder ein Notfall. Die Schmerzen beginnen oft diffus um den Bauchnabel, wandern aber innerhalb weniger Stunden in den rechten Unterbauch. Dazu kommen oft Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit. Viele Patienten merken, dass ihnen plötzlich gar nichts mehr schmeckt. Fieber kann auftreten, wenn die Entzündung weiter voranschreitet. Doch aufgepasst, nicht jeder spürt die gleichen Symptome. Bei älteren Menschen oder Schwangeren kann sich eine Blinddarmentzündung auch mit unspezifischen Schmerzen äußern. Einer der bekanntesten Tests zur Diagnose der Appendizitis ist das McBurney-Zeichen. Aber was genau steckt dahinter und warum ist dieser Punkt so wichtig? Wo liegt der McBurney-Punkt? Der McBurney-Punkt befindet sich etwa ein Drittel der Strecke zwischen dem rechten vorderen Beckenkamm und dem Bauchnabel. Genau dort liegt der Wurmfortsatz bei den meisten Menschen und wer es entzündet ist, reagiert dieser Punkt oft mit starken Schmerzen. Wie wird das getestet? Der Arzt übt gezielt Druck auf diesen Punkt aus. Wenn der Patient dabei starke Schmerzen verspürt, kann das ein Hinweis auf eine Appendizitis sein. Warum ist das so wichtig? Es ist ein schneller, einfacher und kostengünstiger Test, der einen den ersten Verdacht auf eine Blinddarmentzündung liefern kann. Es funktioniert besonders gut in den frühen Stadien der Appendizitis. Um sicher zu gehen, führen Ärzte verschiedene Tests durch. Ein Blutbild zeigt oft echte Entzündungswerte wie CRP und Leukozyten. Beim Ultraschall sieht man in vielen Fällen eine verdickte Blinddarmwand oder Flüssigkeitsansammlungen. Aber Vorsicht, in manchen Fällen kann ein Ultraschall unklar sein. Dann setzen wir moderne Verfahren wie CT oder MRT ein, um eine eindeutige Diagnose zu stellen. Wenn Sie diesen Inhalt hilfreich finden, dann nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Abonnieren Sie meinen Kanal Surgical Insights, um nichts zu verpassen. Aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos sofort informiert werden. Und wenn Ihnen das Thema gefällt, hinterlassen Sie ein Like, es hilft, diesen Kanal zu unterstützen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und jetzt zurück zum Thema. Was tun, wenn der Blinddarm entzündet ist? Kann man das ohne Operation behandeln? In manchen Fällen, besonders bei einer leichten Entzündung ohne Komplikationen, kann eine Antibiotikatherapie helfen. Doch die Standardbehandlung bleibt die operative Entfernung, denn auch wenn sich die Symptome bessern, kann die Entzündung jederzeit zurückkehren. Der Goldstandard ist die minimalinvasive Chirurgie. Die laparoskopische Appendektomie ist heute der Standard. Mit nur kleinen Schnitten führt der Chirurg eine Kamera und Instrumente rein und entfernt den entzündeten Blinddarm und verhindert so eine weitere Ausbreitung der Entzündung. Der Vorteil ist weniger Schmerzen, schnelle Erholung und kaum sichtbare Narben. Wird der entzündete Blinddarm nach der Operation immer zur feingeweblichen Untersuchung geschickt? Viele Patienten fragen, was passiert eigentlich mit meinem entfernten Blinddarm? Wird er einfach entsorgt oder genauer untersucht? Ja, unbedingt. Jeder chirurgisch entfernte Blinddarm wird feingeweblich untersucht. Der Grund dafür, um sicherzustellen, dass die Entzündung durch eine harmlose Appendizitis verursacht wurde und keine anderen seltenen Ursachen wie eine Tumor oder eine chronische Darmerkrankung dahinter stecken. Habe ich Einschränkungen nach der Blinddarmentfernung? Viele glauben, dass der Blinddarm eine wichtige Rolle bei der Verdauung spielt. Aber stimmt das wirklich? Nein, keine Einschränkungen.
Der Wurmfortsatz ist für die Verdauung nicht notwendig. Seine Hauptaufgabe besteht daher in der Unterstützung des Immunsystems im frühen Kindesalter, aber als Erwachsener merkt man keinen Unterschied, wenn er entfernt wird. Erst nach der Operation, nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, kann der Patient ganz normal essen. Es gibt keine spezielle Diät. Direkt nach der Operation wird meist mit leichter Kost begonnen, aber langfristig gibt es keinerlei Einschränkungen. Kann man eine Blinddarmentzündung überhaupt verhindern? Leider gibt es keine hundertprozentige Möglichkeit, eine Appendizitis zu verhindern. Doch eine ballaststoffreiche Ernährung könnte helfen, indem sie die Verdauung fördern und das Risiko einer Verstopfung des Appendix reduzieren. Erholungszeit nach der Operation. Normalerweise bleiben Patienten 1 bis 2 Tage im Krankenhaus. Die vollständige Erholung dauert etwa 2 bis 3 Wochen. In dieser Zeit sollten Patienten auf schwere körperliche Belastung verzichten, um die Heilung zu unterstützen. Nach einer minimalinvasiven Operation können viele Patienten schon nach wenigen Tagen wieder arbeiten.